Ich habe mal wieder einen alten Schinken für euch, und zwar geht es dieses Mal um LA Rush. Ein altes Open-World-Rennspiel, in dem man sein Auto sogar von West Coast Customs tunen lassen kann. Das sind genau die aus der alten Serie Pimp My Ride, die alte Autos in Kirmes-Autos verwandelt haben. LA Rush erschien 2005 für PlayStation und Xbox und später auch für Windows und die PSP. Es gab einen Battle-Mode, quasi Kopf-an-Kopf-Rennen, und Stunt-Arena, welches aber nur in der PSP-Version gab. Auch gab es Missionen, in denen man Autos wieder beschaffen musste und sie unbeschädigt zu einer Garage bringen musste, während Gegner versuchten, euch zu crashen. Es gab 50 Autos, 30 davon lizenziert und 20 davon frei erfunden. In der Story spielen wir Trix Lane, der sich einem Nahen gemacht hat und mit seinem Kollegen eine Party in seiner Villa feiert. Der Kollege hieß, glaube ich, Tai oder sowas. Irgendwie, es ist wirklich sehr lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe, wirklich. Da war ich noch ein kleiner Butschi. Ja, auf dieser Party war auch ein Zeitschriftenteam, die sich da irgendwie mit denen unterhalten haben wegen einem umgebauten S14, um ihn zu covern. Und auch so ein Typ namens Lydell war dort, der selbst Rennen organisiert. Also mir seine Lebensgeschichte nochmal durchzulesen, war mit Lizenz zu anstrengend, weil wie gesagt, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf. Aber auf jeden Fall war das so ein Typen, der nicht gut zu sprechen war auf die beiden. Irgendwann, auf jeden Fall nach der Party, waren sie dann im Urlaub. Und als sie wiederkommen, ja, da haben sie ihre Villa verwüstet vorgefunden, ausgeräumt, sie wurden bestohlen und der S14 stand zerstört in der Einfahrt. Und all ihre Autos, die sie besaßen, wurden geklaut. Auf jeden Fall haben sie herausgefunden, dass Lydell, ich sage jetzt einfach Lydell, weil Lidl klingt irgendwie falsch. Ne, auf jeden Fall war er während ihres Urlaubs dort und hat ihre Villa ausgeräumt und hat dabei auch einige seiner eigenen Verbindungen genutzt, um halt auch die Autos und alles zu klauen. Um sich an Lydell zu rächen, nimmt Trix am Lydell Ray Street Slam teil. So hieß irgendwie das Rennen, was dieser Lydell da organisiert hat. Während Tai sich auf die Suche nach den verlorenen Autos gemacht hat, die überall in LA versteckt sind. Ja, das Spiel hat in LA gespielt, ja. Wen wundert? Viele Spiele einfach, genau wie Midnight Club oder so. Also LA ist immer ein sehr häufiger Ort, an dem solche Spiele spielen, ne? Natürlich gewinnt Trix die Rennen und zerstört nebenbei auch noch Grundstücke von Lydell. Im späteren Verlauf wird Trix von einem Typ namens Twister herausgefordert, der für Lydell fährt. Sie fahren eine Reihe von Rennen mit Konzeptautos, einen davon stiehlt Trix allerdings auch noch und lässt ihn von einem Zug zerstören. Danach fordert Lydell und Twister Tai und Trix zu einer Revanche raus, in dessen Verlauf Trix weitere High-End-Autos von Lydell zerstört. Danach fordert Lydell Trix zu einem letzten Duell heraus, welches er auch verliert, und voila, da haben wir es, das Happy End für Trix und Tai mehr oder weniger. Sie halten ihr gesamtes Vermögen samt ihrer Autos zurück. Sie feierten noch eine Party, ihr S14 kam mit einem verkackten Whirlpool und Plasma-Bildschirm zurück. Und so endete die Story. Also wirklich, einfach Pimp My Ride like, oh, komm mal, wir bauen da jetzt mal einen Whirlpool hinten ein und einen Plasma-Fernseher. Oh mein Gott. Also wer die Folgen damals kennt, wer das damals gesehen hat, ich meine, das war eine erfolgreiche Serie und damals war das mit dem Tuning auch halt ein bisschen sehr krass, aber was Pimp My Ride da teilweise rausgehauen hat, waren wirklich Autos, wo man sich denkt, wow, besser nicht hinschauen, sonst brennt mir die Augenhöhlen aus. Und später stellte sich ja auch heraus, dass das teilweise ziemlich gefaked war, dass zum Beispiel die Autos, die umgebaut wurden, wieder zurückgerüstet wurden, einige Teile wurden wieder rausgebaut, ne, wie so Bildschirme und so weiter, alles, was man halt wieder rausnehmen kann, was irgendwie was wert ist. Na klar, eine Lackierung und so weiter, die haben sie jetzt nicht abgekratzt, aber ja, war schon eine ganz schön linke Nummer damals von dem ganzen Geschiss. Ja, mitgemacht hat er da mal zum Beispiel auch Exhibit, ne, so ein Rapper aus Amerika. Hört man heutzutage nicht mehr viel von, ist relativ irrelevant, glaube ich. Zumindest habe ich da schon ewig nichts von gehört, aber ich beschäftige mich auch mit solcher Musik eigentlich gar nicht, was sowas angeht. Und ja, auf jeden Fall war das Spiel schon eine interessante Sache. Du konntest deine Autos halt von West Coast Customs tunen lassen. Und an sich hat sich auch das Game ganz gut gespielt. Klar, viele meinten damals auch, es wäre einfach nur ein Abklatsch von der Midnight Club Serie, weil es sehr viele Ähnlichkeiten aufwies. Und ja, das kommt auch schon hin, aber an sich war LA Rush schon ein relativ einzigartiges Game für sich. Aber kommen wir nochmal zum Thema Tuning. Auf jeden Fall,
nicht alle Autos waren jetzt eine volle Katastrophe. Manche sahen schon ziemlich schick aus, nachdem sie da bei West Coast Customs wieder rauskamen. Aber du hattest halt selber nicht die Möglichkeit, dein Auto selber zu tunen. Wirklich, es gab halt nur diese Vorgaben. Wirklich, du hattest dein Auto, bist da in der Garage gefahren und es kam getuned wieder raus. Du konntest nicht selbst entscheiden, welche Felgen du hast oder Bodykits oder welche Lackierung oder so. Das ging nicht, was natürlich schon ein großer Vorteil, Nachteil war gegenüber Spielen wie Need for Speed Underground 2, welches ein Jahr früher rauskam. Und selbst Most Wanted hatte ja noch weitaus mehr an Tuning-Möglichkeiten als ein LA Rush, weil in LA Rush halt, wie gesagt, absolut keine Möglichkeit da war, außer halt rein in die Garage und das getunte Ding kommt raus. Du hattest also absolut keinen Einfluss auf das Tuning und ja, das war schon ein bisschen schade eigentlich. Ich persönlich habe es damals auch gar nicht so viel gespielt. Wie gesagt, ich habe es halt mal eine Zeit lang gespielt, aber auch wirklich nur einmal, so über Wochen vielleicht. Ne, hin und wieder mal da reingezockt und naja, es ist halt untergegangen, ne, weil da war halt Underground 2 im Hintergrund, da kam noch ein Most Wanted in demselben Jahr und danach kam Carbon, also LA Rush ist ziemlich abgesoffen gegen andere Spiele, auch Midnight Club hat ja da noch eine Dings gespielt, eine Rolle zu der Zeit. Und dementsprechend ist LA Rush halt ziemlich untergegangen und hat auch keinen direkten Nachfolger bekommen. Also eigentlich ein Teil, der mehr oder weniger auch in Vergessenheit geraten ist. Nicht viele kennen dieses Spiel oder erinnern sich dran. Ne, das war halt irgend so ein Ding, was da mittendrin auch nochmal rauskam. Ne, von Pimp My Ride gab es noch andere Spiele, weitaus katastrophalere, glaube ich, als LA Rush, weil ne, diese West Coast Sache war irgendwo auch ein wenig nebensächlich. Also es stand schon so mehr oder weniger im Fokus, aber war jetzt auch nicht der Antagonist oder sonst was in dem Game, ne? Also, ne? Du hattest halt da deine West Coast Boys, konntest deine Autos tunen, also, und naja. Also, wie gesagt, für mich ist es halt immer noch ein Highlight, wirklich Whirlpool und ein Plasma-Bildschirm mit einem S14, also. Hilfe! Stellt sich natürlich die Frage, kanntest du LA Rush? Hast du es damals gespielt? Wie fandest du es? Oder wie würdet ihr das heute sehen, das Spiel? Glaubt ihr, das wird noch gehen mit so Sachen wie den Whirlpool und so weiter? Also ich glaube, das ist einfach nur übertrieben, das ist völlig verrückt. Und naja, was haltet ihr allgemein von Pimp My Ride, falls ihr die Serie kanntet? Ne? Und was ja natürlich am Ende noch bei rumgekommen ist, ne? Mit den Rückbauten und so weiter. Schon eine böse Nummer, aber naja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Und das war es eigentlich auch schon zum Thema LA Rush. Viel gibt es halt zu dem Game nicht zu sagen. Es war halt auch nicht so sonderlich gigantisch. Und naja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin raus an der Stelle, bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da, Like nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.